nach fast 100 Jahren Auseinandersetzung mit Rom hat sich die germanische Gesellschaft ungemein differenziert, vor allem bei den Kriegern. Es gibt hier verschiedene Hierarchiestufen und das Kriegerische, das vorher keine Rolle spielt, das spielt nun eine riesige Rolle. Wie sehen wir als Archäologen das? Wir sehen das in den Gräbern. Und in den Gräbern sehen wir das deshalb, weil die Germanen natürlich ihre Waffenausstattung mitnehmen, weil das Kriegertum so wichtig ist. Und ganz besonders ist es aber, wenn mal die Waffenausstattung nicht dabei ist. Und das schauen wir uns jetzt an und da sehen wir, dass das, was uns Tacitus nennt, nämlich, dass es Könige gibt, dass es Heerführer gibt, dass es Prinzipes gibt, dass es Krieger gibt, dass wir das alles eben wieder sehen. Und was für uns ganz spannend ist, die Krieger sind so wichtig, dass es sogar Gräberfelder gibt. Das heißt, man wird gar nicht bei der Familie bestattet, die Krieger bestatten sich untereinander und sie liegen fast, zumindest hat man manchmal den Eindruck, in Gefolgschaftswesen aufeinander abgestimmt, der Heerführer in der Mitte und die Krieger um ihn herum. Wenn wir uns aber nun so einen richtigen Häuptling ansehen, dann haben wir so einen Häuptling hier bei Quetz-Dölsdorf vor uns. Leider wurde das Grab bei Bauarbeiten gestört, aber wir sehen, dass diese Oberschicht, wir reden ja noch nicht von Königen, wie zum Beispiel in Gommern, dass aber die Oberschicht schon das macht, was Könige wie der Fürst von Gommern machen. Sie zeigen sich als jemand, der die weite, große Welt kennt, der Verbindung zu Rom hat und das zeigen sie vor allem an den Sitten, nämlich dass sie beispielsweise Wein trinken. Wie sehen wir das als Archäologen? Wir haben hier Kelle und Sieb und damit kann man den römischen gewürzten Wein sieben und dazu braucht man einen Eimer, in dem man den Wein aufbewahrt und hier hat man einen wunderbaren geschweiften römischen Eimer mit Gesichtsattacke, der natürlich ein äußerst wertvolles Importstück oder ein Geschenk oder ein Plündergut darstellt. Und dazu kommen Kasserollen, in denen man die Marschportion bei römischen Soldaten abwiegt, innen versilbert, also von ganz ausgezeichneter Qualität. Nicht ganz aus Silber, wie in Gommern, aber immerhin versilbert. Dazu kommen noch germanische Beigaben und zwar keine Waffen, weil man ist nicht im täglichen Waffenkampf, man ist ein Oberführer, man ist ein Prinzipes, aber man hat hier einen einzelnen kleinen Reitersporn und dieser Reitersporn zeigt, ich bin ein Berittener, ich führe eine große Reiterschar an und kommandiere die. Das heißt also, wir haben hier tatsächlich einen ganz wichtigen Häuptling vor uns. Wie sehen aber die nächsten Ränge aus? Wie sieht jemand aus, der unter diesem Häuptling als militärischer Anführer dient? Und das haben wir in einem Grab von Bornitz sehr schön. Der hat wohl Waffen dabei. Hier ein verbogenes Schwert, wahrscheinlich, dass es in die Urne passt. Aber als Rangzeichen eine silberne Fibel. Keine goldene Fibel, wie später in Gommern, sondern eine silberne Fibel. Und er hat ein germanisches Trinkset dabei. Und zwar wahrscheinlich sogar einen einheimischen bronzenen Eimer und ein einheimisches Trinkhorn, von dem sich nur die bronzenen Beschläge erhalten haben, so wie man das bei Asterix sieht. Nicht so ein Trinkhorn, da trinken die Met, sie besaufen sich, aber eben nicht mit römischem Wein. Die Weingarnitur, das haben nur die allerhöchsten Fürsten. Und dann natürlich noch eine Kasserolle, wo man natürlich römisches Militärgeschirr wieder zum Abwiegen der ganzen Portionen. Und natürlich, das sehen wir, hier sind 2 Reitersporen. Es ist ein Reiter, der 2 Reitersporen hat, nicht einen symbolisch, sondern 2. Der militärische Anführer ist natürlich auch beritten, wobei Tacitus berichtet, dass die Pferde der Germanen so klein waren, so ponyartig, sodass sie zum Kampf eigentlich absteigen mussten. Aber das ist eine andere Geschichte. Schauen wir uns mal die normalen Krieger an. Und davon berichtet Tacitus, dass die häufig eine hölzerne Lanzen und Keulen hatten. Wir haben aber hier immerhin in der Umgebung des Königs- oder Fürstenhofes, da liegt heute noch bei Posa, bei Zeitz, da liegt heute immer noch das ehemalige Kloster und dort wird irgendwo ein Fürstenhof gewesen sein und in der Umgebung haben wir eine größere Kriegerschar bestattet. Die haben dann Lanzen und Speere, eiserne Lanzen und Speere, das ist dann schon die nächsthöhere Schicht sozusagen, die einfachsten, wie gesagt, nur Keulen und Holzlanzen, haben Schilde und ab und an auch mal ein Schwert. Diese germanischen Krieger, die dort mit
Holzknüppeln, mit einfachen Eisenschwertern, Lanzen und Schilden kämpfen. Das waren die gefürchteten Krieger, die die Römer besiegten, aber eben in einem asymmetrischen Krieg, nicht in einem symmetrischen Krieg. Und das ist ganz wichtig. Wir sehen, Krieg führt dazu, dass sich Gesellschaften hierarchisieren. Krieg führt dazu, dass sich Gesellschaften militarisieren. Und das ist eigentlich eine schlimme Angelegenheit, denn die Militarisierung der Gesellschaft umfasst natürlich alle. Frauen, Kinder und vor allem die männlichen Kinder und prägt eine Gesellschaft gegebenenfalls für Jahrhunderte. Wir sehen also die Auswirkungen dieser militärischen Macht Rom, dieser, so würden wir es heute sagen, vielleicht sogar Militärdiktatur, führt dazu, dass auch weit entfernte Gebiete davon tangiert werden, ihre gesellschaftlichen Strukturen verändern, bis hin zu den Göttern, die jetzt Götter des Krieges sind und nicht mehr Götter der Fruchtbarkeit. Wir sehen, Krieg ist tatsächlich die Wurzel allen Übels.